Sehr geehrte Damen und Herren, das Lied, das Sie soeben gehört haben, trägt den Titel Honte Choshi. Es handelt sich um das erste Stück eines traditionsreichen Kanons, das im Ichoken Shakuhachi-Tempel gelehrt und gelernt wird. Ichoken ist der Name eines Tempels, in dem die sogenannten Komso, die Mönche der Lehre Zen Shakuhachi praktizieren. Dieses Lied bildet die Grundlage aller Übungsstücke, die überliefert und geübt werden. Mit diesem Stück beginnt alles, sowohl die tägliche Übung als auch das besondere Treffen. Mit diesem Stück beginnt die Tradition des Honte Choshi. Jeder Atem wird geordnet. So ist mir eine große Freude und Ehre, übrigens auch in Japan relativ unbekannt ist. Der Ichoken Shakuhachi-Tempel befindet sich in der Stadt Fukuoka auf der südlichen Insel Kyushu in Japan und wird derzeit von Iso Gemmyo Osho, dem 22. Abt, geleitet. Ein Komso ist ein Übender auf dem buddhistischen Weg. Er befindet sich auf der Suche nach der Leerheit. Zunächst einmal möchte ich einen Blick auf den historischen Hintergrund der Shakuhachi werfen. Die Shakuhachi fand im 8. Jahrhundert ihren Weg von China nach Japan. Damals wurde sie als Teil der Hofmusik gespielt. Im 13. Jahrhundert lösten sich Shakuhachi-Musiker aus der Hofkultur und gingen auf Wanderschaft. So brachten sie ihre Musik in die bürgerliche Welt und auch in abgelegene Provinzen. Seit dieser Zeit entwickelte sich eine neue Art, Shakuhachi zu spielen. Im 15. Jahrhundert wurden die meisten japanischen Künstler stark von Zen-Buddhismus beeinflusst. Und dies wirkte sich auch auf das Spiel der Shakuhachi aus. Der Zen-Meister, der auf die Shakuhachi-Spieler in Japan den stärksten Einfluss hatte, hieß Fuke, den Sie auf dem Bild sehen. Er lebte in China im 9. Jahrhundert. Fuke Zenji galt als exzentrisch, frei und unabhängig. Die japanischen Shakuhachi-Spieler, die damals Komso, Mönche der Lehre genannt wurden, entwickelten eine neue Sehnsucht nach dem Zen-Geist vom Meister Fuke und wollten diesen Geist mit der Shakuhachi ausdrücken. Auf diese Weise ist die Fuke Shakuhachi-Schule entstanden. Im 17. Jahrhundert kontrollierte
und unterstützte die Tokugawa-Shogunatsregierung die Fuke-Schule. Sie wurde der Rinzai-Schule, der größten Zen-Schule in Japan, angegliedert. Die Fuke-Schule war allerdings nur den Samurai der Kriegerkaste vorbehalten. Diese mussten sich aufrichtig für den Zen-Weg entscheiden. Nach dem Zusammenbruch der Tokugawa-Regierung im 19. Jahrhundert wurde die Fuke-Schule von der neuen Regierung als offizielle buddhistische Schule verboten. Deshalb sind damals viele Shakuhachi-Tempel verschwunden. Weil der Shakuhachi-Tempel Ichoken glücklicherweise von dem ältesten Rinzai-Tempel in Japan, dem Shofukuji-Tempel, unterstützt wurde, war es möglich, die traditionellen Stücke der Fukezen-Shakuhachi bis heute zu bewahren und zu überliefern. Nach der Abschaffung der Fuke-Schule, die nur für Samurai offen war, entwickelte sich die Shakuhachi immer mehr als reines Musikinstrument und wurde für jeden erlernbar. Darüber hinaus wurde sie auch als Ensembleinstrument entwickelt. Von hier an möchte ich die musikalische Shakuhachi als moderne Shakuhachi und die historische als Komso Shakuhachi bezeichnen und damit in diesem Vortrag fortfahren. Die Musikstücke der modernen Shakuhachi wurden immer mehr mit vielen Verzierungen verschönert. Dadurch wurde auch mehr Virtuosität und Technik abverlangt. Gerade für Ensemblestücke war es sehr anspruchsvoll, die perfekte Stimmung zu treffen. Im modernen Japan ist die moderne Shakuhachi, die verschiedene musikalische Möglichkeiten bietet, als populäre und allgemeine Shakuhachi bekannt. Dagegen verschwand die Komso Shakuhachi mehr und mehr in den Hintergrund der Geschichte. Obgleich die Ideen, Überzeugungen und Lehren der Fuke-Schule von jedem einzelnen Komso bis heute über die Jahrhunderte weitergegeben wurde. Selbst der Name Komso scheint jungen Japanern mittlerweile unbekannt zu sein. Möglicherweise lässt sich die Komso Shakuhachi Musik mit den gregorianischen Gesängen vergleichen, die moderne Shakuhachi Musik eher mit der Barockmusik. Die Melodie von Komso Shakuhachi Stücken ist schlicht und einfach, möglichst ohne unnötigen Ausschmückungen. Sie könnte des Meereshorizont oder das sanfte Mondlicht sein. Sie strahlt Weite und Ruhe aus. Und die Stimmung oder das Intervall des Komso Shakuhachi bewegen sich in mikroskopischen Bereichen. Was sind nun genau diese Unterschiede im Einzelnen?
werfen wir einen Blick auf die Präsentation. Die Gestalt der modernen Shakuhachi ist gerade und die Knoten im Inneren der Höhle werden geglättet. Wenn das Innere der Shakuhachi unbearbeitet bleibt, ist es schwierig, einen Ton zu erzeugen. Bei der Komso Shakuhachi dagegen muss die Shakuhachi nicht gerade sein und im Inneren wird nur das Notwendigste weggetan. Die moderne Shakuhachi ist zweiteilig, damit sie mit einer genaueren Tonhöhe gespielt werden kann. Die Übenden bei Komso Shakuhachi ist einteilig. Die Übenden lernen hier, trotz der Schwierigkeiten, selbst zu intonieren. Das Hören ist eine wichtige Praxis. Ich würde Ihnen zeigen, kurz, das ist moderne Shakuhachi, ist sehr gerade gemacht und sie ist zweiteilig. Genau. Inneren Hören, ich weiß es nicht, ob man sieht, ist sehr glatt, fast alle Knoten weggetan. Und dagegen, das ist gleiche Länge fast, das Komso Shakuhachi. Also man sieht leider nicht innen, aber Knoten sind ziemlich viel übrig gelassen. Es gibt auch, wenn Sie von Seiten sehen, ist der schief. Sowas ist bei meinem modernen Shakuhachi nicht so erwünscht. Bei der modernen Shakuhachi ist beim Mundstück ein Stück Elfenbein oder Büffelhorn eingesetzt. Zweck der Verstärkung ist, das Mundstück gegen Verschleiß zu stabilisieren. Diese Stelle wird dann eingesetzt. Bei Komso Shakuhachi ist auch hier Natur belassen. Der Ton und Klang. Es gibt auch klangliche Unterschiede zwischen den beiden. Bei der modernen Shakuhachi mit ihrem Mundstück und ihrer Lackierung ist es leichter, einen Ton zu erzeugen und der Klang ist klar und vielfältig. Auch kann man damit metallischen Klang erzeugen. Bei der Komso Shakuhachi ist es schwierig, mit verbleibenden Knoten Töne zu erzeugen. In der Nähe klingt die Shakuhachi leise, gedämpft, aber dieser sanfte Klang durchdringt die Weite. Ich versuche von den beiden die Unterschiede vielleicht, damit dass Sie hören. Ich hoffe, dass ich Ton bekomme. Jede Shakuhachi hat andere Spieltechnik. Ich hoffe, genau.
Das war jetzt moderne Shakuhachi. Ich hoffe, konnte ich ein bisschen zeigen, die Unterschiede. Bei der, ja, geht's weiter, Entschuldigung. Wenn ein Shakuhachi-Spieler mit seiner ganzen Serie übt, gibt es keinen Unterschied zwischen der modernen Shakuhachi und dem Komso Shakuhachi in Bezug auf Spiritualität. Sicher ein Zen-Geist, aber es gibt einen großen Unterschied in den Aufgaben, die jedem zugewiesen werden. Die modernen Shakuhachi-Spieler gehören auf die Bühne, um mit ihrer virtuosen Technik und ihrem bezaubernden Klang das Publikum zu begeistern. Bei der Ichoken Komso Shakuhachi dagegen ist das Shakuhachi-Üben eine Zen-Praxis. Der Übende widmet seinen ganzen Körpergeist der Praxis, ohne dabei dem leistungsorientierten Denken zu verfallen. Das Tun vom Moment zu Moment ist das Wichtigste. Bei den Übungsstücken im Ichoken-Tempel geht es um den Atem. Es geht nur darum, alles loszulassen und mit der Atmung von ganzem Herzen, von Moment zu üben. Die durch Ichoken überlieferte Atmung heißt Tanden-Atmung, ist eine Atemmethode, die uns Ruhe und Frieden bringt und uns die Kraft gibt, hier und jetzt im vollen Einklang von Körper und Geist zu leben. Dazu gibt es die folgende Geschichte. Als Hanyatara, der Lehrer von Bodhidharma, eines Tages von einem König in Ostindien zusammen mit anderen Mönchen eingeladen wurde und Sutren zu rezitieren, machte er nur Zazen und rezitierte kein einziges Sutra. Als der König ihn fragte, warum er kein Sutra rezitiere, antwortete Hanyatara: Ich atme nicht nach der irdischen Beziehung aus, ich atme nicht in der irdischen Welt ein. Ich rezitiere das wirkliche Sutra immer und unendlich viele Sutrabände. Shakuhachi-Spielen bedeutet, das wirkliche Sutra zu rezitieren. Ein Komso ist ein Übender auf dem buddhistischen Weg und befindet sich auf der Suche nach der Leerheit.
In Japan spielt ein Kommso die Shakuhachi-Bambusflöte traditionell beim Bettelgang, welcher zu den wichtigsten buddhistischen Übungen gehört. Dabei trägt er einen Tengai, eine korbähnliche Kopfbedeckung, welche symbolisch für die Welt der Buddhas steht. Er spielt Shakuhachi unabhängig von der irdischen Welt. Bambus hat Knoten, ist elastisch und erstreckt sich gerade zum Himmel. Die Wachstumsgeschwindigkeit bei Madake soll 1 Meter pro Tag betragen. Zusammen mit Kiefer und Pflaume gilt er als glückverheißende Pflanze. Außerdem steht er symbolisch für Mäßigkeit und Bescheiden. Er biegt sich flexibel, aber bricht nicht. Die Shakuhachi-Bambusflöte ist natürlich nicht das einzige Instrument, mit dem man Zen praktizieren kann. Entscheidend ist aber, dass jeder dieses Bambusrohr spielen kann. Und sie bietet sich aufgrund ihrer Naturbelassenheit zur Selbstauseinandersetzung an. Die Shakuhachi spiegelt den momentanen Zustand von Körper und Geist des Spielers wider. Und mit ihren Klängen führt sie uns zur richtigen Körperhaltung, löst Blockaden, die im ganzen Körper sitzen und den gesunde Atmung behindern. Obwohl die Gestalt der Kommso Shakuhachi so einfach ist und das Lernen jedem ermöglicht, wird oft gesagt, dass sie eine der schwierigsten Instrumente der Welt sein könnte. Die Form des Unterrichts ist eine Einzelstunde. Und statt einem Notenheft, wie wir es uns vorstellen, gibt es eine Aufstellung der minimal notwendigen Noten und Zeichen, um ein Lied zu lernen. Es wird meistens mündlich überliefert. Das Notenheft, das ist ein Notenheft. Das Innen schaut so aus. Das sind die einzelnen Silben oder Buchstaben, so wie hier in Europa oder Deutschland C, D, E, F, G genauso. Aber mehr ist das nichts drin. Ja. Es ist Tradition, dass Lehrer die Noten mit dem Pinsel schreiben und ihren Schülern, die wirklich lernen wollen, übergibt. Das Aufnahme des Unterrichts oder das Veröffentlichen der Noten
ist grundsätzlich verboten. Ich lebe seit 44 Jahren in Deutschland. Nach meinem Abschluss an der Musikhochschule in Japan und Deutschland habe ich mich weitere 16 Jahre lang hauptsächlich mit europäischer klassischer Musik beschäftigt. Vor 25 Jahren begegnete ich meinem Meister Ike Hanada-Sensei, der in Ichoken etwa 30 Jahre praktiziert hatte und hier diese Tradition überlieferte. Es war für mich ein großer Wendepunkt in meinem Leben. In seinem Konzert hörte ich Klänge, die ich noch nie gehört hatte. Der Klang der Töne war auch nicht gewöhnlich, wie sonst vom Shakuhachi-Klang erwartet. Die Melodie vom Stücken konnte ich überhaupt nicht erkennen. Was war daran japanisch? Aber sie war sehr beruhigend und liebevoll. Meine Ansicht über Shakuhachi war von da an ganz anderes geworden. Ich gehörte bis zu dieser Zeit zu der Gruppe, die, was Komso Shakuhachi oder Zen betrifft, gar keine Ahnung hatte. Meister Hanada überlieferte in Deutschland bis zu seinem Tode unermüdlich die Tradition Ichoken Shakuhachi. All die Traditionen, die während des Unterrichts oder beim Essen, während des Spaziergangs von ihm mitgeteilt worden sind, sind die Schätze, die in der modernen Zeit nur noch schwer wahrgenommen werden können. Ich war so dankbar, als ich von meinem Lehrer die handgeschriebenen Noten bekommen hatte und dankbar für die überlieferte Unterrichtsform, die nicht mit Worten zu verstehen ist, sondern das Spielen des Meisters mit ganzem Körpergeist hört, anschaut, spürt und nachahmt. Bei einem Konzert leistete ich ein unfreiwillig tonloses Spielen, zwar ein ganzes Stück hindurch. Ich war von meiner Leistung sehr enttäuscht und habe mich sehr geschämt. Meister Hanada lachte und sagte mir, in der Komso Shakuhachi-Schule ist das Wichtigste nicht die Leistung der Aufführung des Stücks, sondern das Sitzen vor dem Altar und das Ein- und Ausatmen in der Shakuhachi. Unabhängig davon, was vergangen war und wie die Zukunft werden könnte. Und er sagte mir, wie immer, üben Sie weiter. Glücklicherweise durfte ich auch beim 21. Ichoken-Abt in Japan Unterricht nehmen. Der Klang seiner Shakuhachi war so natürlich wie eine Meereswelle, die kommt und geht. Der Ton war nicht laut, aber so stark, dass ich im Winter nach 2 Stunden Unterricht viel schwitzen musste. Er sagte mir auch, wenn ich mit Hingabe immer weiter übe, lehrt dich der Bambus immer weiter und bringt dich zum Ursprung zurück.
all die Traditionen, die von uns viel Hingabe verlangen, existieren in der modernen Zeit gegenläufig. Alles ist langsam und umständlich. Aber diese wunderbaren Traditionen befreien uns von dem Leistungsgedanken oder von der wertorientierten Welt. Gibt uns sicher Kraft und Hoffnung, damit wir in jeder Situation den weiteren Schritt machen können. Die wahren Traditionen erwecken mit ihrer Liebe und ihrem Mitgefühl Buddha Natur in uns. Die Sanya, 3 Täler. Sanya drückt menschliches Leben aus. Das Leben vergeht im Auf und Ab, von Glück und Unglück, wie im Auf und Ab von Bergen und Tälern. Im Leben hat jeder Mensch die Aufgabe, das Schicksal, das ihm begegnet, zu meistern. Aber es gibt keine freie Wahl, wann diese Aufgabe zu uns kommt und welche Aufgabe das sein mag. Die Aufgaben kommen auf uns zu, ohne dass wir sie voraussehen können, und sie kommen unabwendbar, kompromisslos, ohne Ausnahme. Wie fühle ich, was denke ich, wenn der Tod sich mir nähert? Alle Erscheinungen sind vergänglich. Wenn wir in diesem vergänglichen Leben hier und jetzt von Augenblick zu Augenblick mit unserem Körpergeist voll leben, nämlich richtiges Atmen praktizieren, manifestiert sich der Buddha-Geist. Gerade stehen alle Menschen auf der Erde vor Herausforderungen und die geistige Haltung eines jeden Menschen wird in Frage gestellt. Wie werden die Menschen von nun an auf der Erde leben? Der Wandel der Welt ist nicht aufzuhalten, aber zumindest dürfen wir an die Liebe unserer Herzen als Mensch glauben, und jeder kann, auch wenn es nur für einen Moment sein mag, sein Bestes geben, in der Hoffnung, dass Blumen unseren Herzen erblühen. Mit diesem Wunsch möchte ich heutige Atelier beenden. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Und vielen Dank, Renke Hashimoto, für dieses interessante Atelier. Wir haben einige Fragen erhalten. Ich glaube, aus Zeitgründen können die nicht alle hier beantwortet werden. Wir werden dann aber danach noch mit Frau Hashimoto sprechen und werden die Antworten einfach unter das Video schreiben. Also alle Fragen werden auf jeden Fall beantwortet. Frau Hashimoto, es gibt mehrere, die gleich fragen, wo man denn eine solche Shakuhachi kaufen kann. Ja, genau. Ja, es gibt so 3, 4 Shakuhachi-Bauer, auch in Deutschland. Die stehen auch, glaube ich, im Internet.
Oder man kann auch, ich habe gehört, in Amerika auch gibt es Shakuhachi-Bauer, weltweit verkaufen. Mein Shakuhachi sind mein Meister alles gebaut. Und in der Tradition ist eigentlich der Meister für die Schüler Shakuhachi baut. Ja, genau. Aber hier in Deutschland gibt es natürlich nicht so passende Bambus. Das macht ein bisschen schwer. Deswegen, ich vermittle immer, oder ich versuche es, mein Schüler selber Shakuhachi baut. Dann kann man ja selber machen. Man kann auch Shakuhachi-Bau lernen. Es gibt Kurse auch in Deutschland. Ja. Danke. Eine nächste Frage ist, ob es Shakuhachi-Ensembles gibt oder ob man die immer als Soloinstrument spielt. Also wie gesagt, die moderne Shakuhachi, bei denen gibt es eine Ensembleform. Japanisch Saiteninstrument Koto oder Shamisen und Shakuhachi, so zu dritt zu spielen. Aber bei Komuso Shakuhachi ist eigentlich Solo-Instrument betrachtet. Natürlich, wir spielen auch mal zusammen als Übung, aber ein Stück, alle gleich, also unisono sagt man das. Damit lernen wir einfach Intonation zu anderen anpassen und ein bisschen flexibler ist, nicht nur eigene Intonation also durchsetzen muss, sozusagen. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage ist die, ob es im Zen-Buddhismus auch noch andere Instrumente gibt, die sich mit der Natur beschäftigen. Nicht, dass ich wusste. Ja. Und dann gibt es noch eine Frage, die auch mit unserem Thema zusammenhängt, ob es denn über die Suche nach der Lehre und der Überwindung des Leids im Buddhismus auch Liebe und Freude gibt, ganz besonders ausgedrückt durch die Musik. Ich habe nicht jetzt Frage. Liebe und Freude? Ich glaube, es geht um die Suche nach der Lehre und der Überwindung des Leids. Überwindung des Leids, also des Leidens, wenn jemand... frei werden von eher so... Ja, wahrscheinlich, durch ja. Liebe und Freude. Also ob es sozusagen auch diese Suche gibt durch die Musik. Ob das überhaupt gibt, die Frage, außer der Bambus. So würde ich das jetzt auch verstehen. Gibt es denn über die Suche nach der Lehre hinaus auch sozusagen die Suche nach Liebe und Freude, ausgedrückt durch die Musik? Bei Zen-Buddhismus. Okay. Eigentlich Freude, Gegenteil Freude ist, wie kann man auf Deutsch, Traurigkeit. Oder? Ja. Das sind die eigentliche, weil Freude, Traurigkeit gibt es Freude. Von diesem Begriff, wenn man Freude hat, dann gibt es immer die Traurigkeit, nicht? Da kann man ja nicht irgendwie trennen. Insofern vom ganzen Begriff oder Gefühl einfach wegzukommen und einfach zu spielen, allein das in Ordnung ist. Genau. Das machen wir. Ja. Einfach so, wie sagt man das, weder noch Freude, weder noch Traurigkeit, so sagen wir. Ja, genau. Das ist sehr schön. Und dann schreibt noch eine Zuhörerin: Vielen Dank für die sorgfältig gesetzten Worte. Es war beruhigend für mich, Ihnen zuzuhören, wie einatmen und ausatmen. Und mit diesen Worten möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Renke Hashimoto, für dieses wirklich sehr, sehr interessante Atelier. Ja, gleich im Anschluss können Sie die beiden Ateliers unserer Gastensembles sehen. Aus Argentinien hat an unserem Eröffnungskonzert gestern Abend der Chor Cantoria de la Merced teilgenommen.
Der Leiter des Chores, Santiago Ruiz, stellt uns die Musik des lateinamerikanischen Christentums vor. Und danach gehen wir virtuell nach Tripoli im Libanon. Maestro Barkev Taslakian stellt uns in seinem Atelier seinen ganz besonderen Chor vor. Der Faya Choir ist ein interreligiöses Ensemble aus jungen Sängerinnen und Sängern, die in lateinischer, armenischer, französischer und englischer Sprache Musik aus verschiedenen Kulturkreisen präsentieren. Right after this, you can see the 2 ateliers of our guest ensembles. From Argentina, the choir Cantoria de la Merced participated in our opening concert yesterday. The director of the choir, Santiago Ruiz, introduces us into the music of Latin American Christianity. Afterwards, we go virtually to Tripoli in Lebanon. Maestro Barkev Taslakian introduces us to this very special choir. The Faya Choir is an interreligious ensemble of young singers who present music from different cultural backgrounds in Latin American, French and English. Ihnen zu Hause wünsche ich auch bei unseren nächsten beiden Ateliers viel Vergnügen. An Sie, liebe Frau Hashimoto, ein herzliches Dankeschön. I hope you at home will enjoy also our next 2 ateliers. Dear Mrs. Hashimoto, a hearty thank you.